Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Liquid Himmel. Mein Name ist Feelgood und ich grüße euch. Ja, ich grüße euch heute aus meiner eigenen Garage. Ich habe tatsächlich ein Haus gekauft. Es hat wirklich schlussendlich geklappt und ich bin super glücklich. Es ist so vieles von mir abgefallen, so viele Erleichterungen. Es ist wirklich schier unbeschreiblich. Und ja, ich bin jetzt stolzer Häuslebesitzer. Ich sitze hier in der Garage, ist vielleicht nicht der schönste Hintergrund, aber hier habe ich gutes Licht und im Haus sieht es ähnlich chaotisch aus wie hier in der Garage. Also das braucht ein bisschen Zeit, bis ich hier eingerichtet bin. Aber die Zeit habe ich und ich freue mich riesig darauf. Ich sitze hier inmitten von Kisten, ich kann euch das vielleicht mal zeigen. Also ich bin schon fleißig am Umzugskartons holen in meinem Zwischenlager und ja, ich komme gut voran und alles super spannend. Wenn ich vorne aus der Garage gucke, dann sehe ich das hier, ich habe das vorher kurz gefilmt, das ist mein kleiner Suzuki namens Sugus in der Einfahrt vor der Garage und ein Teil des Gartens. Also super hübsch hier, wirklich eine schöne Lage habe ich da erwischt. Freue ich mich. Den Suzuki muss ich noch ausladen, der ist noch voll mit Kisten. Mache ich nachher. So, aber um all das soll es heute nicht gehen, darüber können wir ein anderes Mal sprechen. Heute soll es um den Hauskauf gehen, wie versprochen. Und zwar habe ich mir überlegt, ich möchte das Thema Hauskauf in 3 kürzere Videos aufteilen. Ich weiß, das nervt viele Leute, wenn ich so lange Videos mache. Und deshalb mache ich jetzt einfach 3 kürzere Teile und damit haben wir, glaube ich, dann das Thema Hauskauf besprochen und können es ad acta legen, wie man so schön sagt. Im ersten Teil heute geht es darum, soll man mieten oder kaufen. Im zweiten Teil dann, worauf muss man unbedingt achten, wenn man in Uruguay ein Haus kauft oder generell in Küstenregionen wahrscheinlich. Und im dritten Teil soll es um Geld gehen. Leider geht es immer um Geld. Also was kostet ein Haus in Uruguay oder in welchem Range kann man planen? Falls ihr einen komischen Ton hört, ich bin mir nicht sicher, ob man es im Video hört, dann ist das 2 Häuser weiter, blasen die im Moment eine riesige Hüpfburg auf, wirklich ein Riesenteil. Und da hängen auch überall Ballone, also da muss irgendein Kindergeburtstag sein. Ich hoffe, man hört es nicht im Video, aber falls doch, müsst ihr durch und man mag es den Kindern natürlich gönnen, wenn sie da ein bisschen Spaß haben. Also, soll man kaufen oder mieten? Da geht es erstmal darum, ja, was möchte man in dem Land oder was macht man da? Ich meine, die häufigste Form des Auswanderns ist wahrscheinlich über die Firma. Nehmen wir an, ihr seid bei Siemens und da kommt einer von Siemens und sagt, hey, wir haben ein Projekt in Südamerika und wir möchten da jemanden vor Ort haben. Hättest du Interesse, darüber zu gehen? Das Projekt dauert 1,5 oder 2 Jahre, egal. Und dann stellt sich die Frage natürlich nicht, weil dann wird es Mieten sein. Respektive ziemlich sicher wird Siemens für euch dann ein Haus oder eine Wohnung anmieten und sich um alles andere kümmern, also Einreise, Arbeits-, Aufenthaltsgenehmigung und was es da alles braucht. Das ist der einfachste Fall, der häufigste Fall sicher auch. Und da muss man sich nicht überlegen, kaufen oder mieten. Mein Fall ist natürlich ein bisschen anders. Also ich bin hierher gekommen und möchte für den Rest meines Lebens hier bleiben. Und da muss man sich diese Überlegung machen. Wobei, da gibt es dann auch natürlich ein K.O.-Kriterium. Also da muss man sich erstmal überlegen, ja, habe ich überhaupt das Budget, um ein Haus zu kaufen? Weil wenn ich das nicht habe, dann kann ich die ganzen Überlegungen in die Tonne schmeißen und ich muss mir das gar nicht überlegen, weil dann wird es so oder so Mieten sein. In meinem Fall, ich habe das Budget, ich habe das von Anfang an so gerechnet, dass ich ein Haus kaufen kann und
deshalb, ja, für mich hat sich die Frage nicht gestellt, weil ich von Anfang an mir sicher war, dass ich kaufen will. Aber man kann es sich schon überlegen. Wir können ja mal ein Rechenbeispiel machen. Ich meine, ich habe jetzt für mein Haus habe ich ein Budget gerechnet von 150.000 Dollar. Das einfach mal als Zahl, das ist die tatsächliche Zahl, die ich budgetiert habe. Aber im Detail geht es dann darum im dritten Teil. Also, dann habe ich für mein kleines Häuschen in Guchischa Alta, wo ich jetzt fast ein Jahr schon wohne, da zahle ich 400 im Monat. Wir können die Währungen weglassen. Es ist im Moment alles ungefähr gleich. Euro, Dollar, Franken ist egal. Also 400 im Monat, das gibt 4.800 pro Jahr. Dann runden wir auf, damit es ein bisschen einfacher zu rechnen ist. Sagen wir 5.000 im Jahr. Und damit, wenn ich pro Jahr 5.000 Miete zahle, kann ich 30 Jahre lang mieten, bis ich auf diesen 150.000 bin, die ich für mein Haus budgetiert habe. Also das ist schon eine Hausnummer. 30 Jahre sind sehr, sehr lang. Ich meine, ich bin 53, ich weiß nicht, ob ich 83 werde. Ich gehe ehrlich gesagt eher nicht davon aus. Wir wissen es alle nicht, wir können es nicht sagen. Aber wenn man unter dem Aspekt rechnet, wäre vielleicht Mieten gescheiter. Ich hatte kurzzeitig in Guchischa Alta eine Nachbarin, die ist 68 und ist aus Deutschland nach Uruguay jetzt gekommen. Und sie hat mir gesagt, ja, für sie ist Kaufen überhaupt keine Option. Weil mit 68 ist dieser Zug einfach abgefahren. Da hat sie wahrscheinlich recht. Ja, würde ich vielleicht auch nicht mehr mit 68. Auf der anderen Seite habe ich einen Deutschen getroffen, der wohnt, ich glaube, auf den Kanarischen. Ja, der ist 82 und der ist jetzt mit 82 hierher gekommen und will sich hier jetzt noch ein Stück Land kaufen und eine Farm aufbauen. Also man sieht an den 2 Beispielen oder mit mir an den 3 Beispielen, dass es halt extrem individuell ist. Man kann es nicht pauschal über einen Kamm scheren. Interessant ist es in jedem Fall, sich diese Überlegungen zu machen. Warum habe ich mich entschieden zu kaufen? Es hat 2 Gründe. Einerseits einen emotionalen und andererseits einen ökonomischen, wobei der ökonomische für meine Entscheidung eigentlich keine Rolle gespielt hat, sondern nur der emotionale. Und zwar geht es mir um Sicherheit. Und mit Sicherheit meine ich hier nicht körperliche Unversehrtheit, gut, über die freut man sich natürlich auch, aber ich meine eher um Sicherheit in den Verhältnissen. Also ich möchte in möglichst gesicherten Verhältnissen leben. Wenn ihr mein Video gesehen habt, warum ich mir Uruguay als Auswanderungsland ausgesucht habe, dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass ich von diesem Thema in diesem Video schon recht viel gesprochen habe. Das hängt sicherlich mit meinem Autismus zusammen. Also für mich ist es ganz wichtig, in möglichst geregelten, sicheren Verhältnissen zu leben, wo sich keine großen Erdbeben abspielen, keine Dramen, keine riesigen Tragödien, außer die menschlichen natürlich, die passieren immer, das ist klar. Und ja, eben, es hängt sicher mit meinem Autismus zusammen, aber nicht nur. Ich meine, es gibt viele Leute, die das wollen, in möglichst gesicherten Verhältnissen leben. Das ist, glaube ich, schon ein Wunsch von vielen Menschen. Und ich habe das auch, ich habe das sehr, sehr stark und das ist mir ganz wichtig. My home is my castle. Das ist mein Schloss. Und hier gehe ich nicht mehr raus. Ja, irgendwie so. Beim Mieten kann es natürlich auch sehr sicher sein, das muss man sagen. Es kann aber auch anders. Ich meine, es ist möglich, wenn ihr hier etwas mietet, dass in 5, 6 Jahren der Vermieter kommt und sagt, hey, es tut mir leid, aber meine Tochter kommt zurück aus Europa oder was weiß ich woher und ich brauche die Wohnung jetzt für die Familie. Und dann müsst ihr raus. Und das wäre für mich, das ist für mich der absolute Horrorgedanke. Blanker Horror, damit könnte ich überhaupt nicht umgehen. Das wäre ganz schlimm. Und das möchte ich unbedingt vermeiden. Und ja, oder es kann auch sein, dass der Vermieter kommt und sagt,
Hey, schau dich um, wir haben Inflation, die Preise steigen, steigen, steigen. Das reicht mir nicht mehr mit der Miete. Ich muss per 1.1. brauche ich $100 mehr im Monat. Und das kann euch dann unter Umständen in eine finanziell schwierige Lage bringen, je nachdem wie ihr aufgestellt seid. Also das sicherlich auch eine Unsicherheit. Auf der anderen Seite habt ihr mit Miete natürlich Vorteile. Also wenn irgendetwas am Haus ist, wenn der Kühlschrank kaputt geht, dann muss der Vermieter dafür aufkommen, wahrscheinlich auch für Umgebungsarbeiten und. Das wisst ihr alles, das ist in Europa auch so. Wenn ihr kauft, bleibt ihr auf dem selber sitzen. Also meinen Kühlschrank muss ich mir halt einen neuen kaufen, wenn der den Geist aufgibt. Oder wenn jetzt irgendein Problem mit dem Dach ist und ich merke, hey, das regnet hier rein, dann werde ich wahrscheinlich Geld in die Finger nehmen müssen, um das irgendwie wieder hinzubiegen. Also, aber das sind überall, nicht nur hier, sind das Vor- und Nachteile von Kauf und Miete. Das betrifft natürlich Europa ganz genau gleich. Also für mich war das der entscheidende Grund, die Sicherheit der persönlichen Lebensumstände, dass ich wirklich einen Platz habe, meine Fluchtburg, ja, der mir gehört und wo mich keiner einfach so rauskriegt. Dann vielleicht doch noch kurz der ökonomische Grund. Ein Haus ist natürlich eine Wertanlage. Das ist wirklich so, das ist nicht von der Hand zu weisen. Und gerade hier, ich meine hier an der Küste, generell in Uruguay, die Preise steigen. Und das wird jetzt nach Corona noch deutlich schneller gehen, weil es haben viele reiche Menschen aus den Nachbarländern suchen sich jetzt eigentlich einen zweiten, quasi sicheren Fluchthafen in der Region. Und da bietet sich Uruguay natürlich an. Im Moment konzentriert sich das vor allem noch auf Montevideo, die Hauptstadt, und auf Punta del Este und 2 oder 3 weitere Küstenorte. Aber das wird auch hier an diesem Küstenabschnitt kommen oder ist schon am Laufen, schon seit einigen Jahren. Und dann kann es natürlich sein, dass ein Haus oder dass mein Haus in 10 Jahren plötzlich deutlich mehr Wert hat als das, was ich jetzt dafür gezahlt habe. Aber eben, für mich ist das nicht unbedingt ein Grund. Ich habe nie im Leben etwas gemacht wegen Geld, wegen des Geldes und auch natürlich diesen Hauskauf nicht. Ich bleibe hier wohnen. Aber eine Überlegung ist sicherlich auch noch, vielleicht lebe ich ja wirklich noch 30 Jahre. Oder egal wie lange. Irgendwann wird man vielleicht so alt sein, dass man nicht mehr alleine in einem Haus wohnen kann. Und da muss man in eine Alterswohnung ziehen oder sogar in ein Altersheim. Und dann ist es natürlich sicherlich ein Vorteil, wenn ich ein Haus habe, das ich noch verkaufen kann. Weil dann kann ich doch noch ein bisschen Kapital generieren, das dann wahrscheinlich auch nötig sein wird. Oder wenn wirklich alle Stricke reißen und ich eines Tages wirklich sagen müsste, hey, das geht hier alles nicht mehr, ich muss zurück in die Schweiz, letzter Zufluchtsort, auch dann hätte ich noch ein Haus zum Verkaufen, das mir ein bisschen Kapital generieren würde. Wobei damit wird man dann in der Schweiz auch nicht weit kommen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Also, wir können vielleicht zusammenfassen, kaufen oder mieten ist extrem individuell. Es hängt von der finanziellen Situation ab, es hängt von der persönlichen Situation ab. Ich meine, es gibt ganz viele heute digitale Nomaden, die ziehen irgendwo hin, leben da 2 Jahre, ziehen wieder weiter, leben dort 5 Jahre. Und das hat sich auch alles stark verändert. Die Jungen sehen dieses Thema sicherlich ganz anders als wir Älteren. Ja, es glaube ich, es liegt in der Natur der Sache. Und deshalb, es muss es jeder für sich selber überlegen und für sich selber entscheiden. Was sicherlich eine super gute Kombination ist, wenn man erstmal, wenn man in ein neues Land kommt, nur mietet. Damit man sich akklimatisieren kann, damit man sieht, wie funktioniert dieses Land, gefällt es mir hier überhaupt, komme ich zurecht mit Sprache, mit Leuten, mit Behörden, mit dem Klima. Das sind alles ganz wichtige Dinge und das lernt man natürlich, wenn man erstmal mietet.
Man kann den Hauskauf, ich kenne Leute, die haben den Hauskauf 5 Jahre oder 7 Jahre hinausgeschoben. Und erst dann haben sie tatsächlich angefangen, ein Haus zu suchen, das sie dann kaufen wollen. Und das scheint mir eigentlich sehr clever zu sein. Muss nicht 5 Jahre sein, wahrscheinlich weiß man schon nach 2 Jahren, ob es einem gefällt oder ob man lieber weiterziehen möchte. Aber das ist sicherlich eine sehr, sehr gute Option. So, ich glaube, das soll es gewesen sein von den Garagen-News. Wir sehen uns im nächsten Video, wo es darum geht, worauf man achten soll, wenn man ein Haus sich kaufen will. In diesem Sinne wünsche ich euch etwas sehr, sehr Schönes. Und ich grüße euch, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.